Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Dieses elegante, luftige Tuch ist ideal für den Sommer und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Tuch nehme ich einen Twills Shadow von Cotton Kings. Der hat 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. Und ich beginne von innen nach außen. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Häkle 4 Luftmaschen und 3 Stäbchen jetzt in den Ring hinein. 1, 2, 3. Häkle dann 2 Luftmaschen, das wird die Spitze des Tuchs. Häkle noch einmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Häkle dann eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Ring hinein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier eine Lücke, hier die 3 Stäbchen, dann die Spitze des Tuchs, noch einmal 3 Stäbchen und wieder eine Lücke. Und wir wenden. Ich beginne immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in diese Lücke. Das bleibt ab jetzt immer gleich. Häkle dann auf jedes Stäbchen dieser 3 Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf. Dann 2 Stäbchen in die Lücke, die da kommt, also in die Spitze. Zwei Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in dieselbe Lücke. Das bleibt jetzt auch immer gleich. Das wird immer die Spitze. Jetzt kommen wieder die 3 Stäbchen der Vorrunde, die behäkeln wir mit 3 Stäbchen. Häkeln dann noch 2 Stäbchen in die letzte Lücke. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Das dient immer zur Vorbereitung für die nächste Runde. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben wieder unsere Lücke. Jetzt haben wir 2, 4, 7 Stäbchen, die Spitze und hier ebenfalls 7 Stäbchen. Und wir wenden wieder. Beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke hinein und häkeln noch einmal auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen.
2 Stäbchen in die Spitze hinein. Und wir haben jetzt, also dieses erste zähle ich nie, mit 11 Stäbchen ohne das Vorbereitungsstäbchen. Dann die 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen in die Spitze hinein. Jetzt kommen wieder die 7 Stäbchen der Vorrunde. Sieben, jetzt 2 in die Lücke. Somit haben wir auch auf dieser Seite 11 Stäbchen und jetzt kommt noch die Luftmasche und unser Vorbereitungsstäbchen für die nächste Runde. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir wenden wieder, beginnen wieder mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Häkeln jetzt 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, lassen 5 Stäbchen aus, 1, 2, 3, 4, 5 und in das 6. Stäbchen häkeln wir ein Büschelchen. Das bedeutet ein Umschlag in das 6. Stäbchen einstellen, den Faden durchholen, wieder einen Umschlag machen, noch einmal in dieselbe Masche einstellen, den Faden durchholen und immer etwas länger ziehen und noch ein drittes Mal einen Umschlag einstellen, den Faden durchholen, etwas länger ziehen, alle abmaschen, sodass noch 2 Schlaufen auf der Nadel sind und diese dann gemeinsam abmaschen. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und in dieselbe Lücke kommt ein zweites Büschelchen. Wieder ein Umschlag, den Faden durchholen, etwas länger ziehen, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durchholen, ein Umschlag und den Faden ein drittes Mal durchholen, durch alle Schlaufen durchziehen, sodass noch 2 auf der Nadel sind und die gemeinsam abmaschen. Jetzt folgen wieder 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und wir springen direkt in die Ecke hinein, häkeln 2 Stäbchen, 1, 2, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 1, 2. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt häkeln wir wieder 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und machen genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Wir lassen 5 Stäbchen aus und in das 6. häkeln wir wieder so ein Büschelchen. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und in dieselbe Einstichstelle ein zweites Büschelchen. 1, 2, 3. Wieder 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5 und springen direkt in die Lücke am Ende, häkeln 2 Stäbchen,
1, 2, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Sieht jetzt so aus. Und wir wenden wieder. Starten wieder mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Häkeln auf die 2 Stäbchen der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf, sodass wir jetzt ohne das Vorbereitungsstäbchen 4 Stäbchen haben. Häkeln wieder 5 Luftmaschen, 5, und häkeln jetzt in die Lücke zwischen den 2 Büschelchen wieder ein Büschelchen, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und noch ein zweites Büschelchen, 1, 2, 3, häkeln wieder 5 Luftmaschen, 3, 4, 5, häkeln 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, 1, 2, 2 in die Lücke, 1, 2 und haben hier wieder 4 Stäbchen, genau wie hier. Häkeln jetzt 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Spitze, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, jetzt haben wir auf beiden Seiten der Lücke 4 Stäbchen. Häkeln wieder 5 Luftmaschen, 5, machen genau das gleiche wie auf der anderen Seite, ein Büschelchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Büschelchen, 5 Luftmaschen, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, 1, 2, 2 Stäbchen in die Lücke und wir haben hier auch hier jetzt 4 Stäbchen und eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Wir haben also immer jetzt 4er Grüppchen, da wo die Stäbchen sind. Jetzt wenden wir wieder, häkeln wieder unsere 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke hinein, 1, 2 und häkeln wieder auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf. Häkeln wieder 5 Luftmaschen, 4, 5. Wir haben jetzt also hier 6 Stäbchen. Häkeln unsere Grüppchen. Wieder 5 Luftmaschen, 4, 5. Wieder auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen.
2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf häkeln, somit haben wir auch hier auf beiden Seiten 6 Stäbchen und hier ebenfalls 6. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Unser Grüppchen mit je einem Büschelchen, 2 Luftmaschen und wieder einem Büschelchen. Fünf Luftmaschen, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus im Moment. Und ihr häkelt jetzt genau nach diesem Schema weiter. Also in der nächsten Runde ergeben sich 8 Stäbchen, 10 Stäbchen, 12 Stäbchen, 14 Stäbchen. Und wenn ihr hier, hier, hier und hier 14 Stäbchen habt, sehen wir uns wieder. Also genau gleich wie diese Reihen, nur dass eben immer 2 Stäbchen in den Lücken dazukommen. Und wenn ihr 14 Stäbchen erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Das Tüchlein ist schon etwas gewachsen und ihr seht, wir haben hier immer, also ohne das Vorbereitungsstäbchen, 14 Stäbchen an allen Ecken sozusagen. Und jetzt beginnen wir wieder mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Häkeln 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Lassen 5 Stäbchen aus, 1, 2, 3, 4, 5 und in das 6. häkeln wir ein Büschelchen, so wie die anderen auch. Zwei Luftmaschen und direkt in das nächste Stäbchen ein weiteres Büschelchen. 1, 2, 3. Jetzt kommen wieder 5 Luftmaschen. 5. Wir lassen wieder 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen aus. Und auf das vorletzte Stäbchen dieser 14 Stäbchen häkeln wir unser nächstes Büschelchen. 2 Luftmaschen und auf das letzte Stäbchen dieser 14 kommt das zweite Büschelchen. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 2 neue Grüppchen erhalten. Jetzt häkeln wir wieder 5 Luftmaschen. Diese Büschelchen bleiben genau wie vorhin.
5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Das nächste Büschelchen kommt auf das erste Stäbchen dieser 14 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und auf das zweite Stäbchen ein Büschelchen. Fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stäbchen auslassen, 1, 2, 3, 4, 5. Und auf das sechste Stäbchen kommt wieder ein Büschelchen. 2 Luftmaschen und auf das nächste Stäbchen gleich das Büschelchen daneben. Wir häkeln wieder 5 Luftmaschen und springen direkt in die Spitze hinein, häkeln 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 5 Stäbchen auslassen, 1, 2, 3, 4, 5 und in das sechste Stäbchen ein Büschelchen, zwei Luftmaschen, auf das Stäbchen daneben ein Büschelchen, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Auf das vorletzte Stäbchen dieser 14 ein Büschelchen, 2 Luftmaschen und auf das letzte Stäbchen dieser 14 Stäbchen ein Büschelchen. Dann wieder 5 Luftmaschen. Ich zeige euch mal kurz. Wir haben jetzt auch hier auf beiden Seiten jeweils 2 neue Grüppchen erhalten. Jetzt kommt das Grüppchen, das schon vorhanden ist. Fünf Luftmaschen, auf das erste Stäbchen das nächste Büschelchen, zwei Luftmaschen, auf das zweite Stäbchen ein Büschelchen, 5 Luftmaschen, 5 Stäbchen auslassen, 1, 2, 3, 4, 5 und in das sechste ein Büschelchen häkeln, zwei Luftmaschen auf das Stäbchen daneben, ein Büschelchen, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und wir springen direkt in die Lücke am Ende, häkeln 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier sind überall
neue Grüppchen entstanden. Und jetzt geht im Grunde das Spiel wieder von vorne los. Wir wenden unsere Arbeit, häkeln wieder 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, zwei Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, so dass wir jetzt wieder 4 Stäbchen haben. Jetzt häkeln wir alle Grüppchen ab, also immer die 5 Luftmaschen, und in jedes vorhandene Grüppchen ein weiteres Grüppchen. Fünf Luftmaschen und alle Grüppchen abhäkeln bis zur Spitze, und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Es haben sich jetzt also 5 Grüppchen ergeben. Ich habe noch die 5 Luftmaschen gehäkelt. Und jetzt häkeln wir wieder 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde. Zwei Stäbchen in die Spitze. Zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Spitze. Und 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, so dass wir auch hier jetzt wieder 4 Stäbchen haben. Also wenn wir hier 4 Stäbchen haben, müssen wir auch hier 4 haben. Das muss immer dieselbe Zahl sein, und am Ende wieder 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wieder die 5 Grüppchen, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch auf dieser Seite die 5 Grüppchen gehäkelt. Häkle jetzt noch 5 Luftmaschen. Häkle wieder 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde. Zwei in die Lücke. 1, 2, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir wenden unsere Arbeit wieder. Und jetzt geht es wieder genauso weiter wie vorhin. Wir häkeln immer 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Jetzt 4 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde. So dass wir jetzt 6 Stäbchen hier haben, und die brauchen wir auch an der Spitze und auch am anderen Ende. Ich begleite euch noch diese Reihe. Wir häkeln wieder die 5 Grüppchen ab, und an der Spitze sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder die 5 Grüppchen gehäkelt, auch die 5 Luftmaschen, und jetzt häkle ich wieder auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen, 3, 4, dann 2 in die Lücke, sind dann wieder 6, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke,
die 4 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde. Und wir haben jetzt wieder auf beiden Seiten 6 Stäbchen. Jetzt kommen wieder die 5 Grüppchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder diese 5 Grüppchen gearbeitet und die 5 Luftmaschen ebenfalls schon. Und auch hier am Ende der Reihe ergeben sich wieder 6 Stäbchen, 4 auf die Stäbchen der Vorrunde. Zwei in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen für die nächste Runde. Und wir wenden wieder und jetzt machen wir das Ganze wieder, bis wir überall hier und hier an der Spitze auf beiden Seiten und auf dieser Seite wieder 14 Stäbchen haben. Und wenn ihr soweit gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder überall 14 Stäbchen erreicht und jetzt zeige ich euch noch einmal, wie wir die neuen Grüppchen anlegen. Wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, häkeln 5 Luftmaschen, überspringen 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen, häkeln ein neues Grüppchen in das 6. Stäbchen, 2 Luftmaschen in das 7. Stäbchen, ein neues Büschelchen, 5 Luftmaschen auf das vorletzte Stäbchen, ein Büschelchen, 2 Luftmaschen und auf das letzte Stäbchen dieser 14 auch ein Büschelchen. Und jetzt die vorhandenen Büschelchen abhäkeln und wir sehen uns an der Spitze des Tuchs wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei den 14 Stäbchen angekommen. Häkle jetzt gleich auf das erste Stäbchen ein Büschelchen, zwei Luftmaschen, auf das zweite Stäbchen ebenfalls ein Büschelchen, 5 Luftmaschen, 5 Stäbchen auslassen, 1, 2, 3, 4, 5 und in das 6. Stäbchen ein Büschelchen, 2 Luftmaschen, auf das Stäbchen daneben ebenfalls ein Büschelchen, 5 Luftmaschen, in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2
2 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 auslassen, ein Büschelchen in das 6. Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Büschelchen in das Stäbchen daneben, fünf Luftmaschen, ein Büschelchen in das vorletzte Stäbchen, zwei Luftmaschen, eins in das letzte Stäbchen, fünf Luftmaschen und wir häkeln wieder die vorhandenen Büschelchen ab und sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die vorhandenen Grüppchen abgehäkelt, habe noch 5 Luftmaschen gehäkelt und auch hier machen wir wieder neue. Gleich auf dem ersten Stäbchen ein Büschelchen. Zwei Luftmaschen auf dem zweiten Stäbchen ebenfalls 5 Luftmaschen, 5 auslassen, 1, 2, 3, 4, 5. Hier in das 6. Stäbchen kommt das nächste Büschelchen, 2 Luftmaschen, gleich daneben ein weiteres, 5 Luftmaschen, in die Lücke 2 Stäbchen, 1, 2, eine Luftmasche und unser Vorbereitungsstäbchen und wir wenden wieder und jetzt ist es ist immer das gleiche. Jetzt kommen wieder die 4 Luftmaschen, die 2 Stäbchen in die Lücke hinein, die 2 Stäbchen auf die 2 Stäbchen der Vorrunde, ich begleite euch noch diese Reihe und ihr habt das Ganze sicher schon längst durchschaut und wir sehen uns an der Spitze wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Spitze angekommen und auch hier machen wir aus den 2 Stäbchen der Vorreihe wieder 4. Wir häkeln also 2 auf die Stäbchen der Vorrunde, 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, 2 auf die Stäbchen der Vorrunde, und es geht wieder mit unseren Grüppchen weiter und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Häkle auch hier 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde,
2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und ein Vorbereitungsstäbchen. Und jetzt wiederholt ihr diesen Mustersatz so oft, also immer wenn ihr 14 Stäbchen habt, überall, dann kommen neue Grüppchen dazu und ich mache das jetzt so oft, bis ich beim schwarzen Garn ankomme und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin jetzt ziemlich weit gekommen schon mit meinem Tuch. Es hat sich insgesamt 6 Mal der Rapport zur Gänze ergeben. Also ohne diesen hier 6 ganze Rapporte. Ich habe jetzt noch 24 Gramm Garn übrig und da geht sich wunderbar noch eine letzte Reihe aus und die mache ich folgendermaßen. Also ich habe jetzt wieder 14 Stäbchen überall, das heißt, ich bilde jetzt noch einmal neue Grüppchen. Also ich beginne ganz normal mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke hinein, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, das kennt ihr ja schon, 1, 2, 3, 4, 5, in das 6. ein neues Büschelchen, wieder 5 Luftmaschen, und noch ein Grüppchen dazu. Und jetzt häkle ich, bis ich zur Spitze komme, also wieder bis zu diesen 14 Stäbchen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Spitze angekommen, habe auch hier, wie ihr es gewohnt seid, noch neue Grüppchen gebildet, die 5 Luftmaschen gehäkelt. Und was ich jetzt anders mache, ich mache in die Lücke jetzt ebenfalls ein Grüppchen, also ein Büschelchen, 2 Luftmaschen und ein zweites Büschelchen in die Lücke hinein. Dann wie gewohnt die 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Auch hier über diese 14 Maschen wieder neue Büschelchen. Am Ende der Reihe ebenso neue Büschelchen bilden und wir sehen uns dann wieder und häkeln noch den Rest der Abschlussreihe. Bis gleich. Willkommen zurück. Hier seht ihr noch einmal schön die Spitze des Tuches. Ich habe jetzt die Reihe beinahe zu Ende gehäkelt. Bin also an der Ecke angekommen. Habe auch hier noch einmal 2 neue Grüppchen gebildet. Häkle jetzt das Ende der Reihe wie gewohnt mit 2 Stäbchen in die Lücke, einer Luftmasche und noch ein Stäbchen in die Lücke und häkle jetzt hier oben noch die Abschlussreihe, also weiter. Und zwar beginne ich mit 2 Luftmaschen
und häkle jetzt hier, also hole einen Umschlag, steche einmal ein, hole den Faden durch, mache das Ganze ein zweites Mal, masche alle gemeinsam ab und häkle jetzt als Abschluss für dieses erste Büschelchen noch eine Luftmasche, dann die üblichen 2 Luftmaschen, ein weiteres Büschelchen, so dass wir auch hier jetzt ein Grüppchen haben. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen statt 5, also 4, überspringe eines dieser Stäbchen hier oder eine dieser Lücken in die nächste Lücke, häkle ich wieder ein Grüppchen. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und ein zweites Büschelchen in dieselbe Lücke, häkle wieder 4 Luftmaschen, überspringe eine Lücke und immer in jede zweite Lücke häkle ich wieder so ein Grüppchen. Das Ganze sieht dann so aus. Wieder 4 Luftmaschen, eine Lücke auslassen, ein Grüppchen, und das machen wir jetzt bis zur Mitte, also bis hierher, wo wir das Tuch begonnen haben. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt bei der Hälfte dieser letzten Reihe hier angekommen und ich lande jetzt genau in der Mitte und da mache ich ebenfalls ein Grüppchen hinein. Das sieht dann so aus. Häkle wieder 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und es geht wieder ganz normal weiter in jede zweite Lücke ein Grüppchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das so weitergemacht und bis in die allerletzte Lücke. Auch hier habe ich noch in dieses, also wo diese 2 Stäbchen sind und das Vorbereitungsstäbchen, noch ein Grüppchen gehäkelt. Häkle jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt braucht ihr nur noch die Fäden zu vernähen und unser wunderschönes großes Tuch ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln und vor allem beim Tragen dieses ganz tollen Tuchs. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.